Weiter geht's. Ja, willkommen zu Frequent Traveler TV. Freddy ist nicht weg, sondern Freddy ist jetzt wieder da. Irgendwie hatte das mit dem Schnitt nicht geklappt. Ihr seid hier bei Frequent Traveler TV, dem Sky High Talk. Wir haben dem Ganzen einen neuen Namen gegeben. Ich finde Sky High Talk relativ lustig. Ein Wochenendrückblick mit Freddy und Lars, aber ohne Mario. Freddy, 3:3. Das ist das wichtigste Thema diese Woche für dich. Ja, erstmal hallo und ja, ich freue mich sehr, hat jetzt auch noch geklappt, bin gerade vor wenigen Minuten erst wiedergekommen und freue mich jetzt hier wieder meinen Puls etwas senken zu können. Das ist super, dann haben wir das geklärt. Für alle Fußballfreunde auf jeden Fall erfolgreiches Wochenende ja für dich. Die Woche fing doch relativ spektakulär an. Cargolux, das Fahrwerk. Hast du die Bilder gesehen? Das Video? Krasse Nummer. Habe ich gesehen. Richtig, richtig krasse Nummer, muss man echt sagen. Und da kann man sich wirklich glücklich schätzen, dass da die Center Attacks nicht betroffen waren. Und da muss ich mal tatsächlich Boeing loben. Also so die 737 und die 747 oder auch die 67 und 57 an sich jetzt, mal von der MAX abgesehen, von der Bauweise her, sind das unfassbar robuste Flugzeuge, die echt viel aushalten. Und da hätte echt viel, viel Schlimmeres passieren können. Also da, nochmal gut gegangen. Ich sage hier immer so kokett an dieser Stelle, Piloten der Zunft Boeing, wenn sie eine harte Landung haben oder das Fahrwerk verlieren, gehen einmal drum rum und schauen, ob noch alles dran ist. Solange alles dran ist, geht es weiter. Bei Airbus ist so, ist zwar alles dran, aber müssen wir trotzdem mal schauen, weil es eine delikate Technik, ne? Also Ja. Nee, also wirklich, ich kritisiere ja Boeing sehr, sehr viel und bin kein Freund von Boeing, aber das muss ich denen lassen. Also sie bauen wirklich sehr robuste Flugzeuge und das war mal wieder ein Beispiel dafür. Und da sieht man mal auch, was für Kräfte da wirklich auf so ein Flugzeug wirken bei so einer Landung. ja, sehr krasse Nummer. Also wie gesagt, das Ding ist da durch die Luft gewirbelt wie quasi gar nichts. Und wenn man weiß, wie groß so ein Fahrwerk ist, wenn man daneben steht, das sieht klein aus, aber das ist, also wenn das hinter mir stehen würde, das würde hier gar nicht reinpassen. Also das ist krassomat. Und vor allem, was ich auch krassomat fand, war, das Ding stand ja immer noch wie eine Eins. Ne? Also das heißt, das Ding ist nicht nach links weggekippt, gar nichts. Im Prinzip brauchen die das Fahrwerk nur austauschen, weil alles andere ist ja irgendwie nicht passiert. Also ein bisschen, ich glaube, irgendwo eingeschlagen, kurz ein bisschen am Body oder so, aber einmal Dellen, aber es ist halt jetzt nichts, wo man sagt, das Ding hat noch den Flügel und Triebwerke kaputt oder sowas, sondern es ist wirklich einfach nur im Vergleich zu dem, was passiert, ein Dekorschaden, wenn man das flapsig formulieren möchte. Total. Genau, das ist das, was ich meinte, wenn man sich mal ins Verhältnis setzt, mit was für einer Geschwindigkeit, wenn man das mal in Kraft umrechnet, das dann wirklich gegen das Flugzeug knallt, ist der Schaden sogar noch sehr verhältnismäßig. Und deswegen sage ich gut, dass da auch keine Tanks betroffen waren, weil das will ich mir echt nicht vorstellen. Und hoffen wir, dass sowas nicht nochmal passiert. Ja, ich habe mich, während du gesprochen hast, einmal überblendet mit dem Bild, dass man es wirklich nochmal sieht. Das ist wirklich, also das Ding steht einfach, das muss man sagen. Und man sieht halt, wie wenig kaputt ist, die zwei Dellen. Das ist im Prinzip einmal Kotflügel austauschen, wenn man ein bisschen das mit dem Auto vergleicht. Und Drops gelutscht. Also krass.
Respekt. Also da muss man den Jungs von Boeing sagen, geiles Flugzeug. Leider wird es ja nicht mehr gebaut. Das ist so. Das ist so. Leider ja, leider ja. Ja, naja, nun gut. So, dann ging die Geschichte weiter mit Emirates. Emirates gibt keine Bordkarten mehr. Du bist ja vom Fach, hätte ich fast gesagt. Wann brauchst du als FlugbegleiterInnen, wann brauchst du die Bordkarte? Physikalisch. Eigentlich fast gar nicht mehr. Wenn ich was über den Passagier wissen möchte, dann steht es meistens bei uns im iPad. Ja, und sonst tatsächlich fast gar nicht. Und wenn mal alle Stricke reißen, können wir uns noch über das Gate die Infos ziehen über den Gast. Also wir jetzt selber bräuchten das nicht. Also rein theoretisch, auch wenn da so ein Sitzplatzstreit wäre, brauchst du nicht zu sagen, zeig mir mal deine Bordkarte, sondern es ist einfach, wie ist denn dein Name? Hans-Jürgen, okay, Hans-Jürgen, du, iPad sagt, du bist leider nicht auf dem Sitzplatz, auf dem du sitzt. Es tut mir leid, viel Spaß, schön mit Öl in die Richtung weiter, tschüss. Korrekt. Wir haben eine Seatmap, da können wir sehen, welcher Gast wo sitzt und wir können auch sehen, von wo kommt er und hat er vielleicht einen Anschlussflug. Das können wir alles sehen. Heißt also im Prinzip, die Lufthansa könnte sich die Bordkarte ja auch sparen, ne? Theoretisch ja. Also wenn das mit der Gesichtserkennung überall klappt oder das überall auf dem Handy funktioniert, ja klar, why not, ne? Ja, also quasi Hackfress reinhalten. Los Angeles hat bei mir immer problemlos funktioniert. Dubai hat das sogar so funktioniert mit der Immigration, wo ich durchgelaufen bin und dort dann quasi auch Immigration gemacht habe und alles. Das heißt also, ich musste noch nicht mal stehen bleiben. Das war so eine Art Tunnel. Das ist eine krasse Nummer, was heute möglich ist. Und wenn wir wirklich so auf Umweltschutz sind, dann können wir damit wahrscheinlich ein paar Bäume auch schützen, wenn das wegkommt. Die Bordkarte. Und vor allem, was ich auch krass fand, ich meine, wenn das Kabel nicht mal wieder durchgeschnitten wird oder sowas, dann ist das alles tipptopp. Ja, total. Ich meine, wahrscheinlich wird die Emirates es jetzt nicht unbedingt nur wegen dem Umweltschutz gemacht haben, wenn du es mal hochrechnest, wie viele Bordkarten das sind. Vom Material her, das ist zwar nur ein Centbetrag, aber rechne das mal hoch auf die Passagiere, da kommt auch ein bisschen Geld, was man sich da auf jeden Fall spart. Ja, das sind ja 34 Passagiere, die damit sparen. Das heißt also richtig viel Geld, was da los ist. Und wenn das dann umrechnest in Euro, aus Dirham, nee, also das kannst du überlegen. Ein 380er hat ja fast 600 People an Bord. Also die fliegen ja mit über 100. Also dann weißt du ja, was da los ist. Dann die 777 haben sie auch. Das ist ja auch jetzt ein Flugzeug, was gerade klein ist. Also das läppert sich das dann schon. Und dann hat man halt die paar Palmen, die man in Dubai hat, damit schon wieder verschont vor der Presse. Ja. Ja, man muss halt nur irgendwie eine Alternative finden, aber ich denke, das wird möglich sein. Mein Akku ist leider mittlerweile relativ schnell leer und wenn man dann mal in einer Notsituation ist und keinen Akku hat, sollte man aber dennoch weiterhin irgendwo schnell die Möglichkeit haben, sich ersatzweise eine Bordkarte am Flughafen ausdrucken zu können. Hättest einen Screenshot machen können. Und dann Kein Witz, ich spreche da aus Erfahrung. Ich hatte das Problem schon mal. Ganzen Tag nur im Stress, wollte dann schnell zum Flieger rennen, Akku leer und allerletzte Sekunde, die Dame konnte, hat aber keine Zeit mehr, hat den Flug zugemacht, muss ich den nächsten nehmen. Na. Ja. Ja, also das ist so das Größte, was du haben kannst. Das sind 100 Watt und 20.000 Atü oder wie das heißt. Das ist das Größte, was du laut IATA an Bord mitnehmen darfst. Krass. Und damit kann Irgendwo mein MacBook kann ich 14 Stunden damit beladen, angeblich, aber habe ich nicht ausprobiert. Das ist krass. Irgendwo war ich weiß gar nicht mehr, wo das war, da haben sie tatsächlich jede einzelne Powerbank kontrolliert und geguckt, wie viel Watt die haben und was erlaubt ist. Fand ich total krass. Habe ich sonst nirgendwo erlebt. Ich weiß aber nicht mehr, wo es war. Irgendwo in Europa auf jeden Fall. Tallinn macht das bis zum Exzess. Dann, wer es bis zum Exzess macht, ist Helsinki. München macht bis zum Exzess Kameras. Das Geilste in München war, wollten die wissen, könntest du mal machen Bilder? Dann habe ich natürlich das Bild auf den Kollegen gehalten, der gesagt hat, ich soll das Bild machen. Hast gesagt, aber nicht mich filmen. Ich so, in diesem Bereich sind Bilder verboten. Ich darf andere Leute nicht filmen. Wenn du mir sagst, ich soll ein Bild machen, bist du das einzige legitime Ziel. Wir sind hier im Sicherheitsbereich. Deshalb ist das jetzt etwas ein Problem, vor das du mich stellst.
Ja, Das müssten sie löschen. Das Lustige ist ja, wenn sie solche Sachen löschen, die werden ja nicht gelöscht. Die sind ja einfach noch da. Die brauchst nee, dann quasi nur wieder auf Recover ab. Aber ja, richtig. ich habe das nur aus Spaß gemacht, weil ich meine, Ja, ja. komm, soll ich das Ding dann einmal hier durchschwenken? Stell dir mal vor, ich würde mit der Kamera da reingehen und einmal einen kompletten Schwenk machen. Da würde ich ja direkt erschossen von den Bundespolizisten, die da mit der Knarre stehen. Heckler und Koch. Also, ja, keine Ahnung, also sehr merkwürdig. Zur Bordkarte, wenn ich das so sagen darf, habe ich eine kleine Anekdote, dauert 1 Minute. Ich bin am Wochenende privat geflogen mit der Lufthansa nach Barcelona als Vollzahler, also nicht ID. Ich war gar nicht als Mitarbeiter erkenntlich, habe zu Hause eingecheckt und mein Connecting Flight von Düsseldorf nach Frankfurt ist ausgefallen und musste dann in Frankfurt quasi einsteigen. Der Lufthansa geschrieben, dass sie bitte meinen Flug nicht stornieren sollen, dass ich dann in Frankfurt einsteige. Hatte dann meine Bordkarte, sitze dann am Gate, Flieger hatte Verspätung und irgendwann ruft die gute Dame am Gate zig Leute auf. Mich auch. Ich dachte so, bitte nicht. Hoffentlich bleibe ich nicht stehen. Sagt die zu mir, ich bin im Sicherheitsbereich am Gate. Ähm, Sind Sie schon eingecheckt? Ich so, ja. Ich habe eine Bordkarte. Nee, Sie haben gar keine Bordkarte. Ich so, doch, ich habe eine Bordkarte auf dem Handy. Nee, Sie sind bei mir nicht eingecheckt. Sie sind noch nicht eingecheckt. Sie haben noch keine Bordkarte. Ich habe eine Bordkarte hier auf dem Handy. Ja, kann gar nicht sein. Ja, wie bin ich denn in den Sicherheitsbereich gekommen? Ja, das weiß ich auch nicht. Also, das habe ich noch nie erlebt. Also, sie hat wirklich behauptet bis zur letzten Sekunde, ich sei nicht eingecheckt gewesen, obwohl ich die Bordkarte auf dem Handy hatte. Aktueller Flug, aktuelle Sitzplatz. Also, das habe ich nicht so wirklich verstanden, um ehrlich zu sein. Fachpersonal, mal mit guten Leuten zusammenarbeiten. Also entweder war der Flug überbucht und sie hatte gehofft, dass sie Leute rausschmeißen kann. Aber wenn sie dich aufruft, dann weiß sie ja, dass du da bist. Das heißt, Das habe ich ihr auch gesagt. sie würde dich ja niemals aufrufen, weil du siehst ja in Altea, und das ist ja immer die Frage, die der versierte Vielflieger stellt, oh, sind ja schon alle eingecheckt? Nee, sind noch 3, die nicht beim Check-in waren. Wunderbar, super, wir haben noch Ja, 3 Plätze, ja, 3 kommen noch nicht, wunderbar, Halleluja. Das heißt also, die wäre ja gar nicht auf die Idee gekommen, dich auszurufen. Das ist wieder dieser Quatsch. Und die hoffen dann, dass du entweder deine Bordkarte ja. verloren, dumm oder sonst was bist. Ja, ja. Und das habe ich wirklich noch nie erlebt. Und aufgelöst habe ich die Situation, indem ich dann mal Mitarbeiterausweis gezückt habe und gesagt habe, naja, sorry, ich habe eine Bord, ich weiß, ich bin vom Fach, also irgendwas stimmt hier jetzt nicht. Ja, und dann hat sie gesagt, ja, sie haben einen anderen Sitzplatz, wir müssen mal gucken. Und dann hatte ich am Ende des Tages immer noch den gleichen Sitzplatz. Also das war total abstrus. So viel Ja, zum die, Thema Bordkarte. die hatte irgendein Problem gehabt. Die musste entweder Leute zusammensetzen. Also irgendwas war da, wo sie halt irgendein Opfer gesucht hat. Und dann hat sich bei dir aber nicht getraut, weil sie natürlich dann Hansens Ausweis gesehen hat. Also das ist dann klar. Ja, ja, Aber wie na gut. gesagt, versuchen kann sie es ja. Aber einfach abgeperlt ist sie dann auch. Das ist dann the walk of shame für sie gewesen. Walk of Shame, Lufthansa 380, da bist du ja freudig und erregt. Da können wir ja noch mal ein paar Geschichten erzählen. Ups, da war er weg. Wo Mhm, ist er? Warte, da muss ich wieder hinsetzen. Da ist er wieder. Ich weiß gar nicht, wo du hingegangen bist. Lufthansa hat etwas mehr als 300 Millionen für die 6 Buden bekommen. Ähm, Was ist dein Take on it? Ist das so, dass die 6 nie mehr wiederkommen? Bist du der Meinung, dass der A380 2027 gekommen ist, um zu gehen? Ähm, Was wäre so dein geistiger Drain? Ja, also, dass alle wiederkommen, diese These schmeiße ich mittlerweile auch weg. Ich war ja lange Zeit fest davon überzeugt, dass alle wiederkommen. Nein, nämlich aus einem entscheidenden Grund, weil Lufthansa nämlich ein oder 2 Airbusse, die aktuell bei Airbus sind, also quasi zu Airbus verkauft sind, aktuell als Ersatzteillager verwenden. Und daher fallen die beiden eigentlich dann schon mal raus. Allerdings wäre die Möglichkeit da, Jens Ritter sagte, dass man die Airbusse für 1 Euro, das war jetzt rein hypothetisch gesagt, um quasi zu vermitteln, dass man die Airbusse einfach kriegen kann, dass es da auf jeden Fall die Möglichkeit gäbe, die zu übernehmen, wenn man sie jetzt bräuchte. Das jetzt aber erstmal nicht der Plan wäre. Und ich denke, dass der 380 auch noch bis mindestens 27, wie du gesagt hast, fliegen wird und auch darüber hinaus, denke ich, bis 30, Anfang 30 maximal weiterfliegen wird. Zumindest ein paar von denen. Neue Kabine?
Zumindest die, die dann auch noch weiterfliegen, auf jeden Fall, bin ich mir sicher. Stiftung Freddy Ich weiß Test auch ist, nicht mehr. Ich weiß Stiftung auch nicht Freddy mehr als die Test. anderen, aber ja. Nein, also da müssen wir ja so ein bisschen der Ehrlichkeit halber sagen, ich glaube, Lufthansa selber weiß es auch nicht. Also die wissen weder A Ja, noch B. Man guckt einfach, was passiert und so ist es ja auch gewesen. Man ist im Gegensatz zur Bundesregierung bei Themen ergebnisoffen, wie das heißt. Und solange es sich für die Lufthansa rechnet, in der Form, dass sie zumindest kein Geld, glaube ich, verlieren, ist das alles tipptopp. Aber ja, ja. ja. Ich glaube tatsächlich, es geht der Lufthansa, so wie ich das auch mittlerweile verstanden habe, einfach auch darum, um Marktanteile zu sichern, Slots nicht zu verlieren. Ähm, ich denke mal, dass das auf jeden Fall, ich meine, ich habe es dir, glaube ich, geschrieben, es ist ja mittlerweile so, am Anfang wurden die 380 für die Crews ausgeschrieben, da konnte man sich halt drauf bewerben. Das war dann eine geringe Anzahl an Crews. Mittlerweile ist der 380 quasi für alle Crews zu freigänglich mit Station München. Das heißt, jeder kann sich darauf bewerben, was einfach auch ein Zeichen dafür ist, dass vielleicht doch noch mehr Leute gebraucht werden als geplant, weil die Nachfrage war auch schon vorher sehr groß auf dem 380. Ich wusste nicht, dass ich dich als Quelle nennen darf. Ich nenne ja meine Quellen grundsätzlich nicht. Deshalb, Ah, alles gut, alles gut. ja, okay. Also wie gesagt, jetzt wisst ihr, von wem ich es wusste und warum ich das gesagt habe. So, ein Frustthema nach einem Lustthema ist Gepäckprobleme beim Fliegen. Und da ist es ja in der Tat so, dass wenn man sich das anguckt, dass die Handgepäcksmengen ja riesengroß sind. Und wir werden das ja auch gleich beim Thema Finnair haben. Handgepäck, ist das ein Riesenproblem? Ist das kein Problem? Und ich sage den Kontext dazu natürlich, weil jetzt 80% mehr Gepäckstücke nicht pünktlich ankommen als vor der Krise und dadurch natürlich die Mitarbeiter keinen Bock haben. Oh, wir haben Lisa, die möchte kommen. Dann nehmen wir doch Lisa mit rein. Ich kenne Lisa noch nicht, aber Lisa wird sich vorstellen. Gucken wir mal. Hallo Lisa. Warte, wir machen mal Lisa rechts von mir. Hallo Hi. Lisa. Doch, Lisa kenne ich. Wieso Lisa? Hieß du nicht anders? Ich habe mich vertippt. Ah, du hast dich vertippt. Auch noch das Malheur. Mensch, Grüße nach Wien. Wie geht's euch? Alles gut? Läuft wunderbar, läuft wunderbar. Waren gerade drüber am Philosophieren mit dem Gepäckproblem. Da wollte Freddy direkt auf das Thema losgehen und sein Gepäck als FlugbegleiterInnen uns als Erlebnis bringen. Ja, also da kann ich definitiv sagen, dass es ein Riesenproblem ist, ein absolutes Riesenproblem ist, weil auch die Leute völlig verständlicherweise nach dem letzten Sommer versuchen, alles mit in die Kabine zu nehmen. Ich muss ehrlicherweise sagen, wenn ich privat reise, versuche ich es auch. Das heißt, das kann ich niemandem übel nehmen. Aber auch unabhängig davon ist, wenn der A320 oder A321 ausgebucht ist, schon von Natur aus Kapazitätsproblem. Aber witzigerweise bin ich jetzt auch letzte Woche mit Welling geflogen. Habe ich jetzt nicht selber gebucht, aber von Düsseldorf aus. Und ich war sehr überrascht, ausgebucht, aber die haben so akribisch und schon leider ein bisschen sehr aggressiv am Gate Gepäck abgenommen. Da war in der Kabine echt gar kein Problem mehr damit. Und da ist natürlich der Unterschied der Unternehmensphilosophie schon zu erkennen. Aber ja, Ja, aber was sagst du denn dazu als Lufthansa-Art, ehemalige 5-Sterne-Airline, jetzige 4-Sterne-Airline, dass du dich mit einer Fluggesellschaft wie Vueling vergleichen musst? Das heißt also einem Low-Cost-Carrier, der fast schon ultra-Low-Cost ist, der von der British Airways ja eine Tochter ist, das ist ja von der IHG quasi, gehört dazu, Spanjacken, wenn es weil das jetzt nicht diskriminierend gemeint ist. Und dass es dort halt wirklich, wenn es Probleme gibt, keinen ordentlichen Kundenservice gibt. Und wenn man das dann auf ein Level bringt, wie geht das dann in deiner Qualitätsseele hin und her? ich muss, kleiner Exkurs noch dazu sagen, ich bin sehr positiv überrascht gewesen von denen. Ich bin zum ersten Mal mit denen geflogen und sie hatten, obwohl sie eine absolute Low-Cost-Airline sind,
kostenfreies WLAN gehabt und sogar USB-Steckdosen. USB-Steckdosen an jedem Platz. Ich bin Echo geflogen. Also sie haben sowieso nur All Echo, aber das nur mal so nebenbei. Das fand ich schon sehr beeindruckend, um ehrlich zu sein. Ja, gute Frage. USB-A, Also ich, USB-C? nee, das alte noch, dieses Standard Also USB, USB-A, keine Ahnung. also das viereckige, alles Ja, klar. hier, das hier da, ne? Ja, wenn man das erkennen kann. Ja, es ist halt ein sehr schwieriges Thema, weil ich kann jeden verstehen, der sagt, ja, ich habe es doch gebucht, ich habe diesen Tarif gebucht, dann möchte ich auch mein Handgepäck mitnehmen. Was ich gut finde, jetzt auch am Wochenende, als ich geflogen bin, privat, die Mitarbeiter haben mehrere Ansagen gemacht am Gate, die Maschine ist überbucht, wir bieten euch an, das Gepäck kostenfrei aufzugeben. Und auch die Kolleginnen an Bord sind auch sehr engagiert und wenn Gepäck nicht passt, dann kommt es halt runter, geht dann nicht anders. Aber da muss Gott sei Dank keiner extra zuzahlen oder wird dafür wirklich schikaniert oder bestraft. Und das finde ich schon sehr gut. Das Einzige, was Lufthansa, finde ich, auch machen könnte, ist wirklich darauf zu achten, dass man jetzt nicht 2 oder 3 Koffer mitnimmt, ja, weil das ist manchmal nimmt das schon einen Überhang an und darunter leiden die anderen Gäste, die sich an die Regeln leider halten und trotzdem keinen Platz haben. Schade, ich wollte gerade Österreich fragen, wie sie das als Kundin und Opfer sieht. Aber da könnt ihr jetzt in den Kommentaren reinschreiben, was ihr dazu haltet und davon haltet, vor allem, ob ihr Handgepäck als Premium-Merkmal seht oder ob ihr es als Problemfall seht oder ob ihr das so seht, wie ich es jetzt sehe, zum Beispiel im Fall Finnair. Weil wenn man sich die Änderung von Finnair anschaut, dann ist es so, dass Finnair Plus uns quasi nicht nur um Gepäckstücke kastriert hat, sondern auch um das Handgepäck nochmal eine Art Handgepäcksstasi einführt, so wie es die Swiss ja versucht hat. Und dann die nächste Geschichte, und da ist Freddy auch wieder der richtige Ansprechpartner. British Airways erlaubt 2 Handgepäckstücke à 23 Kilo. 23? 23. Der alte Spruch war, you can lift it, you can have it. Das hat man dann reduziert. Ja. Weißt du übrigens, warum es 8 Kilogramm sind? Nee, weiß ich jetzt nicht. Bei manchen sind es 8, die anderen 10. Kann ich jetzt nicht sagen, warum. Weißt du das? Das ist ein deutsches Gesetz. Hirsa ist wieder da. Moment. Ist ein deutsches Gesetz. Man hat einfach die Sitzplätze genommen, hat dann einfach geguckt, wie viel Koffer reinpassen, hat dann einfach die Bins genommen, hat gesagt, die haben 123 Kilo und teilt das Ganze dann durch die Sitzplätze, die Koffer reinbekommen sollen, und dann ist man irgendwo bei 8 Kilo gelandet. Ah, okay. Spannend, wusste ich auch noch nicht. Ja, und aber die Bins, die sind ja für wesentlich mehr zugelassen. Das heißt also, es kann ja gar nicht stimmen. Und einige Bins haben ja auch nur einen Aufkleber mit, ich glaube 123 Kilo steht auf den Aufklebern drauf, ne? Weißt du das aus dem Kopf heraus? Weiß ich nicht. Und alles sehr unwirtlich. Also meine These ist ja, Leute kontrolliert, ich muss Hirsa nochmal neben uns holen, kontrolliert die Maße und die Quantität, aber nicht das fucking Gewicht. Weil das Gewicht kannst du auch gar nicht einhalten. Weil wenn ich diese Batterien mitnehme, wenn ich andere Themen mitnehme, dann ist das so, dass es halt einfach vom Gewicht her nicht passen kann. Das ist das Problem. Also auch das Gepäck, was wir da teilweise, wir sind ja manchmal so freundlich und helfen ja dann auch weil die älteren Menschen das Gepäck hoch zu verstauen. Da kann ich dir sagen, in 8 von 10 Fällen ist es definitiv mehr als 8 Kilo auf jeden Fall. Hast du einen bionischen Arm oder woher weißt du es? Das ist die Erfahrung mit der Zeit. Dann lass uns Hirsa einfach mal kontrollieren, solange sie da ist. Wie sagst du dazu als Frau vom Fach, als Passagierin, empfindest du Premium im Handgepäck als wichtig oder ist Handgepäck nicht ein Merkmal von Premium? Also ich finde, es gehört dazu. Für mich ist das eigentlich keine Zuzahlungsoption in Wahrheit. Aber ich gebe ihm recht, also wenn es dann 2, 3 Stück werden und es sind dann irgendwie die Tasche noch und die Tasche auch noch und so, dann leiden natürlich die anderen Gäste, die sich an die Regeln halten. Das stimmt auf jeden Fall.
Und ob es jetzt mal 9 Kilo sind oder 7 Kilo, ist eigentlich auch wurscht, aber es sollten halt dann keine 12 sein, wenn es nur 8 erlaubt sind. Da bin ich jetzt auch dafür. Heißt also, du sagst, 8 ist eine okay Zahl. Du würdest also die Zahl selber nicht erhöhen an Kilogramm. Und du sagst, lieber Maße kontrollieren und Quantität, Menge. also die zwei, Ja. als zu sagen, Gewichtkontrolle wie so ein Gewichtsnazi. Ja, ich meine, wenn es dann alle übertreiben, ist dann natürlich auch schwierig, das ist auch klar, aber solange sie sich ungefähr an das halten, fände ich es okay. Ja. Ich kann Aber die ich Airlines weiß natürlich tatsächlich, nicht, ja. was das für die Piloten für eine Auswirkung hat, wenn man das Gewicht halt nicht kontrolliert. Das kann ich jetzt halt gar nicht einschätzen. Aber als Passagier halte ich mich meistens dran oder fast immer eigentlich dran, ehrlicherweise. Ich wiege es nicht ab, aber ich habe immer die Standarddinge im Gepäck. Also Warum viele Airlines, gerade die Low-Cost-Airlines, so krass darauf achten, auch am Gate Handgepäck das runterzunehmen, Benzin, ne? hat tatsächlich, hat tatsächlich noch einen entscheidenden Hintergrund, denn ein Großteil von Verspätung am Boden resultiert einfach durch das lange Ein- und Aussteigen, was durch eine Menge Handgepäck produziert wird, was nicht passt, dann wieder raus muss. Und damit versuchen gerade die Low-Cost-Airlines Geld zu sparen und so wenig Gepäck wie es geht mit in die Kabine zu nehmen. Ja, kann ich auch verstehen. Die Low-Cost-Airlines lassen sich eh alles zuzahlen. Ganz ehrlich, also Ja, da ist ja ja. jede Leistung irgendwie kostet, ist eingepreist und das weiß man ja vorher, wenn man mit denen fliegt. Das heißt, entweder man mag das oder man akzeptiert es eh nicht, dann muss man anders fliegen. Das ist halt so. Ja, Also das ja. sehe ich Ich jetzt sehe auch das nicht mehr. Gewicht auch gar nicht so problematisch, weil wenn du mal siehst, so ein Remover-Koffer hat ja schon teilweise ein Leergewicht von, weiß ich nicht, 3, 4 Kilo oder so. Und ich finde tatsächlich einfach die Maße und die Anzahl sollte man maximal kontrollieren. Also wenn jemand ein Handgepäckstück gebucht hat, dann soll er bitte nicht mit 2 Handgepäckskoffern und noch einer Gitarre auf dem Rücken mit in die Kabine kommen. Ich habe Plus deshalb mal Laptop kann ich Matthias eingeblendet. Matthias sagt, Nettogewicht wäre okay. Der Remover ist ja leer, auch nicht so leicht. 4 Kilo oder sowas wiegt ja der Remover. Kann man natürlich sagen, dann kannst du was Leichtes mitnehmen. Aber ich habe selbst so eine Tasche hier, die wirklich nichts wiegt. Ja? Die habe ich bei Finnair mal gewogen. Das Ding wiegt mit allem Schnickschnack, den ich für einen Tag an Elektronik brauche. Und da habe ich noch nicht mal meine Kamera mitgenommen und nichts. Ja? 8 Kilo fast. Ja? Die Elektronik kostet halt viel, heißt also, man möchte es gar nicht aufgeben. Und das andere ist, ich meine, überleg mal, wenn du Kamera-Equipment, da sind wir im 5-stelligen Bereich, wenn ich meinen ganzen Quatsch habe. Das bezahlt mir keiner, wenn das wegkommt. Ja. Habe ich auch. 2000, hat einen Wert von über 2000. Das würde ich auch nicht in mein Gepäck aufgeben und irgendwo Und welche weggeben. ist denn Auf das? gar keinen Fall. Die Sony Alpha 7C ist es, meine Stadionkamera. Ja, die ist geil. Die ist richtig geil, ist ja eine Vollformat. Was hast du für ein Objektiv drauf? Och, keine Ahnung, ein ganz normales Standardobjektiv, da bin ich jetzt nicht vom Fach. Ich habe auch Steht noch da eine vorne kleine drauf. Videokamera. Steht vorne noch drauf. Kannst du es erkennen? Da muss da irgendwas mit 1635 oder so stehen. Nee, das Bild ist leider klein bei mir. Ah, egal. Ich schick's dir gleich hier auf WhatsApp mal. 45 Millimeter. 45? Was ist denn das für ein Format? Keine Ahnung. Ich schick's dir gleich einfach auf 45 WhatsApp. ist der Durchmesser. Ah, okay. Ja, siehst du, ist nicht mein Fachgebiet. Naja, nun gut. Okay, lass uns nicht abweichen. Und dann natürlich jetzt auch die Änderung von Finnair. Finnair hat das ja auch geändert, hat beim Handgepäck halt wirklich Kontrollen eingeführt, hat die Punkte devaluiert, teilweise um 40%. Wenn man die innereuropäischen Flüge sieht, sind sie halt teurer geworden. Und das ist halt eine Warnung für alle, die Meilenkonten im Millionenbereich haben. Ihr seid keine Meilenmillionäre. Das bringt euch bei der Bank nichts, das bringt euch nichts im Fliegen. Freddy, wenn du jemanden vor dir hast, der 10 Millionen Moormeilen hatte, interessiert dich ja nicht. Weißt ja noch nicht mal. Nö. So, und es bringt ja noch nicht Herzlichen mal Glückwunsch. Status. Halleluja. Nee. Und das ist doch genau das Problem. Deshalb, Meilenprogramme sind nicht da, um Kredit zu geben oder irgendwas. Da halt wirklich dann schauen, dass die Meilen wegkommen. Und das ist halt wirklich die Warnung, die ich hier mitgeben kann an dieser Stelle. Was halten wir von den Meilenproblemen? Hirsa, was hast du da als
als Thema. Ich habe einen Punkt, den ich gerne mit euch besprechen würde. Die Senatoren dürfen sich ja seit Anfang des Jahres, glaube ich, oder seit einigen Monaten nicht mehr ihre Sitzplätze aussuchen und müssen dafür zahlen. Ich wollte einfach mal mit euch darüber reden, wie ihr das findet. Ich finde das nämlich eine absolute Frechheit. Habt ihr auch eine Meinung dazu Ja, oder habt ihr keine Meinung dazu? ja, ich lasse mal dem Vielflieger den Vortritt. Das ist ja nur bei bestimmten Tickets-Formaten der Fall. Das heißt also, genau. Also auf der einen Seite finde ich schon, dass bei Light-Tarif ist halt alles Light. Dann hast du halt Light und dann bist du es halt auch Light. Also das ist so. Aber dass die Preise nicht dadurch billiger geworden sind. Also wenn man jetzt wirklich das so machen würde wie Ryanair, dass man wirklich auf Ryanair oder was auch immer, Vueling-Niveau wäre mit den Light-Tarifen, dann würde ich das ja verstehen. Aber, und das ist ja auch der Etikettenschwindel, der bei Finnair passiert, dass die Tickets nichts anderes sind, als dass man quasi die alten Light-Tarife jetzt Superlight nennt oder irgendeinen anderen Namen gibt, aber die Rechte und alles da kastriert, heißt also für uns als Kunden nichts anderes als ein Dazubezahlprojekt ist. Ist ja auch mit dem Essen so. Wenn wir ein Economy-Class-Ticket gekauft haben, hatten wir 80 Cent Fressen, wie wir ja festgestellt haben. Ja? 80 Cent. Das heißt also, diese Stulle, die es da gab, gut, die schmeckte auch nicht mehr als 80 Cent, aber es gab wenigstens Cola und andere Getränke. Ja? Das heißt also, wenn man schon anfängt, Penny Crunching zu machen, dann sollte man da auch natürlich ehrlicherweise sagen, okay, wir reduzieren andere Dinge monetär. Aber das passiert ja nicht. Im Gegenteil, Ja, aber Fliegen das, ist was so du teuer wie noch besprichst, ist nie. ja generell für alle. Diese tolle Stuhle gab es ja für alle, aber ich rede ja für Senatoren. Ja, aber ich versuche an der Stulle, an dem Beispiel zu erklären, dass für alle auch jetzt gilt, wenn der Leittarif so ist, dass es da dann der Flug billiger werden sollte. Und dann wäre es fair für die Statuskunden sowas zum Beispiel zu machen. Finnair hat das ja gemacht. Bei Silber gibt es dann 50% auf den Sitzplatz, den man kauft. Ja? Und das wäre ja eine ehrliche Geschichte. Das heißt also, dass Lufthansa sagt, hey, Ticket hat 180 € im Schnitt gekostet vorher. Jetzt ist es so, das Ticket kostet 130 €. Dafür sind diese Dinge nicht mehr mit dabei. Heißt also, wenn man sich alles das, was man vorher hatte, zusammenkaufen würde und wieder auf den neuen Preis käme, also den alten, den Preis, den man hatte, dann fände ich das okay. Aber da dem nicht so ist, finde ich das eher uncool. So, jetzt ist sie wieder weg, da ist sie wieder. Ich finde tatsächlich Senatoren, Ja. du musst dir ja auch einen Status erfliegen und hast dementsprechend auch genügend Geld bei der Airline gelassen. Und da fände ich es schon eigentlich richtig, wenn sie sich kostenlos die Sitzplätze aussuchen dürfen. Ich glaube, Hirsa mag meine Antwort nicht, deshalb geht sie mal rein und raus, aber nee, da ist sie wieder. Ich meine, es ist ja die gleiche Geschichte mit dem lustigen Hon, dass man jetzt beim Hon Buchungsgruppe 1 hat, die vorher auch nur mit Zen und so weiter, also jetzt ist der Hen Gruppe 2, also der Hen sag ich schon, der Zen. Schwieriges, wenn man das vorher weiß, dann ist es halt so, aber Status ist halt mittlerweile tot, in dem Sinne, dass man da nur noch ein Grundgerüst von gewissen Rechten hat, aber wenn man gar keinen Status hat, hat man halt gar keine Rechte. Das ist halt leider so. Also man sieht halt, dass ein Senator wie ein Business-Class-Ticket gleichgestellt ist. Ist so. Und Echo ist ja übrigens auch, Echo Full ist ja auch bei Gruppe 2, ne? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber sie ruft mir auch immer die Gruppen 1 und 2 zusammen auf, bei den innereuropäischen Flügen, zumindest bisher bei mir passiert immer. Stimmt, Das wollen sie aber nicht mehr machen. Also das sollte ja auch aufgehört werden. Aber das hatte ich ja auch gesagt, das ist wie bei der Bundeswehr gewesen. 1 Deckung, 2 auf, 12, 12, 12. Also das ist halt der Quatsch. Und wenn sie natürlich wissen, dass sie keinen Horn haben an Bord, dann macht es ja keinen Sinn, die 1 aufzurufen und erstmal 10 Minuten lang wie gebannt vorne hinzugucken und der Horn ist schon lange drin, weil er mit der Limousine gebracht wurde. Also alles viel Quatsch. Ja, ich finde es persönlich auch nicht okay, dass man da
den Senatoren, den guten Senatorenkunden, zumal es ja ab nächsten Jahr beim Senator sogar so ist, dass der das Doppelte kostet mindestens, dass man da halt so schwierig ist bei Benefit. Ja, vor allen Dingen ist dann die Erwartungshaltung immer noch, dass ich 100.000 Meilen im Jahr fliege, beziehungsweise nach dem neuen System irgendwie x Punkte. Und Ja, warum jährlich. sollte ich das tun? 2000 Punkte jährlich. Und wenn man die 2000 Punkte sich anguckt, ist das sogar ein bisschen mehr als vorher und logischerweise mit Lufthansa 50% Anteil und dann jährlich anstatt bi-yearly oder also also ich weiß nicht, wie heißt das auf Deutsch, zweijährig. Ja, also es ist alles. Die Frage ist, ob ihr wisst, warum sie das gemacht haben. Habt ihr eine Ahnung? Weil sie einfach den Status irgendwie verwässern wollen oder was ist das Thema? Man Keine will Ahnung, den ich Ho- weiß es nicht. Man will den Hon aufwerten. Also das eine, Boarding-Gruppe 1 ist Hon-Aufwertung und mit dem Sitzplatz ist halt Greediness. Aber das war bei der Auer, glaube ich, schon immer so, dass der Zen eher weniger Rechte hatte als bei anderen Lufthansa-Konzernmitgliedern. Glaube ich nicht, ehrlich gesagt. Oder wäre mir nicht aufgefallen. Ja, also das mit dem Sitzplatz, also man konnte ja zum Beispiel, muss ehrlicherweise sagen, ich bin mit dem Zen im Moment gar nicht so vertraut, weil ich ja Hon bin. Deshalb habe ich das Thema nicht. Aber ich meine, ich konnte mir Exeter buchen, außer bei Auer, da musste ich zahlen. Also irgendwas war da thematisch. Also insofern muss ich da ehrlicherweise gestehen, bin ich nicht ganz à jour. Aber wie ich ja sage, das ist eine Firmenentscheidung und da muss man mit den Füßen abstimmen und muss sagen, hier, du mich auch. Und das ist halt das, was dann passiert. Ich bin gespannt, was bei den Fluggesellschaften passiert, weil United geht ja auch als Star-Alliance-Mitglied einen interessanten Weg. Es gibt dort keine Punktetabelle, wo man weiß, was der Flug kostet an Meilen, wenn man ihn kostenlos haben möchte. Und ich finde das sowieso eine Sauerei, dass man, wenn man einen Freiflug hat, trotzdem 600 € zahlen muss. Vor was? Was sind die echten Steuern auf dem Flug? Ich meine, Freddy weiß das, ich weiß das, weil wir in MyID Travel reingucken können. Da siehst du ja die echten Steuern, weil das ist ja das, was abkassiert wird. Und die sind weit entfernt von dem, was da ist. Also das stimmt gar nicht. Und das ist eine Sauerei, dass man damit halt sich ein Zusatzgeschäft macht und damit halt auch nochmal durch die Hintertür eine Entwertung macht. Finne hat das ja auch gemacht, dass man aus 10, 20 € Zuzahlung hat man jetzt 100 irgendwas gemacht. Das ist eine Sauerei. Geht gar nicht. Finde ich, ist absolut nicht akzeptierbar. Da stimme ich dir total zu. Ich finde das total spannend, dass du es ansprichst, weil das ist mir auch schon mal aufgefallen. Du kannst ja auch gewisse Eurowings-Flüge über Lufthansa buchen und wenn du den gleichen Flug bei Eurowings buchen willst und bei Lufthansa und mal guckst, was Steuern und Gebühren ist, sind die Steuern und Gebühren bei Lufthansa immer um ein Vielfaches höher als das, was die Eurowings als Steuern und Gebühren berechnen will. Und da sage ich mir, das kann doch nicht sein. Das muss doch einheitlich sein, ne? Das ist doch eine Gebühr für den Flug und eine Steuer. Es kann doch nicht sein, dass die eine Airline angeblich mehr Steuern zahlen soll dafür als die andere. Und da gebe ich dir recht. Und da vertraue ich dem System auch nicht so ganz, denn, das wissen viele nicht, wenn du deinen Flug nicht antrittst, verpasst oder halt stornierst, kannst du dir die Flughafengebühren und die Steuern zurückerstatten lassen. Und daher ist es schon wichtig zu wissen, was du da eigentlich für bezahlst an Steuern und Gebühren. Zumal Finnair zum Beispiel sagt, wir nehmen 50 € Kurtaxe dafür, dass wir es zurückerstatten. Und das ist ja auch eine Sauerei. Das ist wie im richtigen Leben. Also ich verstehe diese Geschichte nicht, dass da halt so viel Schindluder getrieben werden kann. Es gibt ja Länder, Brasilien, Japan, glaube ich, und Hongkong, da sind ja die Steuern und Gebühren gedeckelt, die man auf Award-Tickets nehmen darf. Deshalb sollte man immer, wenn man zum Beispiel nach Brasilien oder sowas fliegt, Hinweg als One-Way buchen und den Rückweg als One-Way buchen, damit man da halt die Preise nicht bezahlen muss, weil es billiger von den Steuern ist. Ja, total. Aber um deine Frage zu beantworten, ich finde die Diskriminierung von den ach so guten Senatoren, finde ich problematisch, aber hey, gestern war der Senator der beste Kunde der Lufthansa, dann kam der Hon.
morgen gibt es dann anstatt den Hon Circle gibt es den Titanium Bullshit Master, der ist dann über dem Hon, das heißt also der Hon wird dann der neue Zen. Das ist dann halt so. Ja, unzufriedenstellend. Ja, das ist sowohl als auch in jeglicher Form nicht akzeptabel, muss man der Ehrlichkeit halber sagen. Das ist, ja, das muss ich so, ja, ist so. Wie sind die restlichen Meinungen zum Gepäckthema in der Gruppe? Welche Frage beim Gepäck? Gepäck 8 Kilo, es steht im Ticket drin, ist erlaubt, Thema durch, ist halt so Contact of Carriage. Wollen manche mehr Kilo? So in unserer Gruppe jetzt, hat irgendwer jetzt sich dazu geäußert, dass er lieber gern schwereres Handgepäck hätte? Ja, natürlich, das wollen die Leute ja alle, weil es ist einfach nicht im Rahmen der Zeit. Also man muss ja der Ehrlichkeit halber sagen, ich meine, warum wollen die Leute Handgepäck an Bord bringen? Die Leute wollen Handgepäck an Bord bringen, weil das Gepäck in Frankfurt eine Stunde oder länger braucht oder weil das Gepäck Tage braucht, bis es ankommt. Und man hat halt in gewissen Problemfeldern das Problem, dass man darauf gar nicht verzichten kann. Ich kann meine Kameraausrüstung gar nicht aufgeben, weil ich kann nicht 20.000 oder mehr Euro versichern. Ich kann nicht ohne mein Kameraequipment arbeiten. Ich kann nicht, wenn ich in Hamburg ankomme und das nicht kommt, das irgendwo mieten. Das geht einfach gar nicht. Das heißt also, es muss eine Möglichkeit geben, Gepäck, was eh nicht in die Belly übrigens darf, weil diese Batterie darf nicht in die Belly. Ja? Wir erinnern uns noch an die Computergeschichte. Ja? Und zwar, Emirates hat für Computer Container angeschafft, die feuerfest sind, weil Notebooks wurden einkassiert nach 9/11 oder irgendwann mal. Ich weiß gar nicht mehr, warum das überhaupt war. Ich meine, abgesehen davon, du gibst dein Notebook, dein tiefstes Inneres gibst du ab. Wer fängt denn da an, meine Daten abzuzapfen? Was? Also das heißt, man hat da ein riesen Feuerproblem. Ja, ich meine, Freddy hat es gesehen, ihr könnt es ja auch mal googeln, wie es aussieht, wenn eine Notebook-Batterie anfängt zu brennen. Das ist tödlich in der Luft, wenn die in der Belly ist, wenn du die nicht löschen kannst. Freddy, du weißt das ja, wenn dein Handy alleine brennt, wie viel Zeit hast du, um das zu löschen, bevor das ein richtiges Problem ist? Sekunden. Wirklich Sekunden. Das Gefährliche an diesen Bränden ist nämlich gar nicht, dass es an sich brennt, also logischerweise auch, aber das Time-Tückische ist, du kannst es nicht löschen. Also du kannst es halt kühlen dann am Ende des Tages und das ist das Gefährliche. Das heißt, es gibt zwar im Cargo-Compartments der Flugzeug eine Löschanlage, aber da haben wir dann das Problem, du kannst das Feuer im ersten Moment zwar, löschen ist das falsche Wort, zwar runterkriegen, aber es wird wieder neu aufpoppen. Und deswegen ist bei uns die Regel und das Procedure, wenn wir so ein Feuer an Bord haben durch Batterien, mit Flüssigkeiten quasi das Feuer erstmal runter zu kühlen und dann in einen Container zu packen. Und dann wird es bis zur Landung wirklich bewacht und wirklich mit Flüssigkeit gekühlt, weil es sonst jedes Mal wieder anfangen würde zu brennen. Und das ist das Gefährliche. Hm. Jetzt ist der Ton weg. Ja, dann ist der Glas. Ich weiß, ich habe mea culpa. Deshalb legt man ja das Handy dann, wenn es gequalmt hat, in dieses Sackerl, wie der Österreicher sagen würde. Ja. Und wir kennen doch die ganzen Geschichten von den Teslas, die werden ja in irgendwelche also in Container, die einfach nur mit Wasser gefüllt werden, eingetaucht und müssen da Tage bleiben, bis das Feuer wirklich aus ist. Das ist eine Riesensauerei umweltmäßig. Also das ist ein Riesenproblem. Und ich meine, es tut mir leid, dass ich so viele Batterien mitnehmen muss, aber das gehört einfach dazu. Ich habe Batterien an meinem Licht, ich habe Batterien an in meinen Mikrofonen, habe ich es gerade hier liegen. Wenn ich zum Beispiel selbst in so einem dusseligen Mikrofon hier, ist eine Batterie drin, die brennt lichterloh. Ja, das reicht. Die darfst du gar nicht aufgeben. Vor allen Dingen, wenn unten im Belly es anfängt zu brennen, hast du ja auch nur eine
begrenzte Möglichkeit und begrenzte Zeit dann auch wirklich zu landen. Und wenn du gerade über dem Atlantik bist, ja, dann hast du ja richtig Party. Ja, vor allem, du weißt ja selber, dass zum Beispiel schon genug Flugzeuge abgestürzt sind wegen solchen Bränden. Cargoflugzeuge, Gott sei Dank, in Anführungsstrichen, Gott sei Dank, ist schade um die Crews, aber deshalb Ja, ich ist weiß, das was du so. meinst. Ja. Deshalb wird so etwas nicht durch die Weltgeschichte geschickt. Ich habe zum Beispiel Stress gehabt in den USA, Apple Watch, als die erste Apple Watch rauskam. Ja, habe ich Apple Watch gekauft, um ihn weiter zu verchecken. Es gab keinen, UPS, FedEx, alle, die haben die Dinger nicht verschickt. Die haben die nur verschickt von Apple selber, weil sie wussten, dass die neu sind. Ja, das ist halt das Riesenproblem. Und du weißt ja selber, wenn so ein iPhone oder sowas in den Sitz reinrutscht und deshalb den Sitz nicht mehr bewegst, weil wenn du den bewegst und das Ding knackt, dann brennt das Ding. Ja, ja, Das macht ja, einmal ja. Zisch, gibt weißen Qualm und macht riesig. Richtig, richtig, absolut. Ja. Zumal das ja dann auch, ich meine, Brände sind ja sowieso nicht gesund für uns Menschen, ja, die ganzen Dämpfe, aber Elektronikbrände sind ja noch mal gefährlicher, ja, also noch mal giftiger. Und da war doch ein Lufthansa A340 vor einigen Monaten, der doch da hat ein Bin gebrannt und da war das doch auch eine Batterie, die dann hochgegangen ist. Ist noch gar nicht so lange her. Ja, ganz genau, das stimmt. Da gab es ja die Bilder, wo die da, glaube ich, direkt in der ersten Bin hinterm in dem Compartment, wo die dann da, ja, logisch. Also ist halt eine uncoole Geschichte. Aber bevor wir uns an dem Thema weiter verbeißen und das in der Tat halt nicht cool finden, zu Recht finde ich, lasst uns mal auf die Streikgefahr gehen. Und da ist ja auch Freddy, du bist ja auch einer derjenigen, die 3.000 Euro bekommen sollen als Einmalzahlung. Ist ein politisches Thema. Wie ist deine Meinung dazu? Sagst du, die 3.000 Euro musst du haben oder sagst du, egal? Ja, nee, egal nicht, ne? Man nimmt's mit, wenn man es kriegen kann. So ist es nicht, ne? Ja, ist wirklich sehr schwierig. Also ich glaube, es gibt jetzt keiner oder kaum einer, den du jetzt fragst und sagst, nee, die 3.000 Euro, die würde ich nicht nehmen. Ich glaube, das Problem ist, glaube ich, dass die Vorstandsgehälter um Carsten Spohr nochmal jetzt erhöht wurden. Zumindest wurde das genehmigt. Und dass dann der Unmut natürlich sehr groß ist, kann ich verstehen, dass zumindest wie soll ich sagen, Bereitschaft, jetzt die 3.000 Euro aus freien Stücken zu zahlen, nicht da ist, kann ich verstehen, dass es dort Unmut gibt. Die Lufthansa begründet es. Andererseits kann ich auch zum Teil verstehen, damit, dass man ja jetzt erst einen Vertrag geschlossen hat und dort auch quasi Bonuszahlungen und Inflationsausgleichszahlungen mit getätigt wurden. Also, spannendes Thema. Es wird auf jeden Fall noch heiß hergehen. Da bin ich fest von überzeugt. Cockpit als auch kabinenseitig. Also ich glaube, dass das ein Thema ist, wo ihr zu Recht 3.000 Euro bekommt, zumal die 3.000 Euro ja noch nicht mal vor der Steuer, nicht nach der Steuer sind. Das heißt, es kommt noch Steuer drauf, die abgezogen werden. Emirates hat 6 Monate gegeben, Singapore Airlines hat 8 Monate gegeben. Die Lufthansa als Konzern hat Gewinn gemacht. Lufthansa selber hat keinen Gewinn gemacht. Das muss man ehrlicherweise natürlich auch gestehen. Nur, wer hat den Karren denn aus dem Dreck gezogen? Wer ist denn derjenige, der gelitten hat? Wer ist denn gegangen worden? Wer hat sich mit seinen Diensten den Arsch aufgerissen, als man am Limit operiert hat über Monate? Also das ist jetzt alles nicht ganz so. Und das, was du auch sagtest mit dem Vorstand, dass der Vorstand sich natürlich da das Gehalt selber erhöht, halte ich für ein Signal, was schwierig ist, wenn man es so interpretiert. Ja, total, total. Also das ist halt eines der Punkte, wo man wirklich sagt, sehr, sehr, sehr unangenehmes Geschmäckle. Weil wenn du dir, was ist das für ein Signal, wenn der Boss sich sein Gehalt nochmal erhöht, ob berechtigt oder unberechtigt, lasse ich jetzt einfach da stehen. Ich meine, bei aller Kritikpunkte hat er ja schon was aus der Lufthansa gemacht, muss man ehrlicherweise sagen. Aber dann kann man aber auch im Gegenzug seine Mitarbeiter daran teilhaben lassen. Ja? Und wenn es dann halt auch keine 3.000 Euro sind, aber zumindest etwas. Ja? Und
Ich meine, das war ja in der Vergangenheit auch so. Da hat zwar Lufthansa Gewinne gemacht, aber da hat man ohne Murren und Zucken, gut, war zwar dann auch vertraglich vereinbart, aber Gewinne ausgeschüttet, ne? Das ist korrekt. Also wie gesagt, da bin ich bei dem Thema komplett dabei. Lass uns dann mal auch weiter zur ITA gehen. Wie siehst du das mit der ITA? Sagst du, dass die ITA ein Thema ist, das gut ist, oder hast du da eher Bedenken und Bauchschmerzen? So ganz weiß ich das, um ehrlich zu sein, nicht so einzuordnen. Ich lebe ja nach der Devise, räum erstmal dein eigenen Zimmer auf, dein eigenes Haus und dann kannst du dich gerne an weitere Dinge begeben. Ich weiß nicht, ob das so der richtige Zeitpunkt jetzt ist, zumal ja Lufthansa jetzt doch noch eine sehr, was heißt schwierige, aber eine sehr ereignisreiche Zeit vor sich hat. Ähm, Man holt sich da schon wieder Komplexität ins Haus, sehr viel Arbeit ins Haus. Perspektivisch finde ich es tatsächlich eine gute Sache. Also wenn der italienische Markt so heiß ist, wie es Lufthansa sagt, und so lukrativ ist, dann ist es natürlich eine gute Sache, wenn die Lufthansa das jetzt macht. Aber man muss halt aufpassen, dass man sein eigenes Kerngeschäft, also seine Heimat, nicht vergisst. Und da kann ich dann auch gewisse Aktionäre verstehen, die sagen, das ist mir ja zu sehr ein Gemischtwarenladen. Danke, dass du das gesagt hast. Dann musste ich das nicht sagen mit dem Gemischtwarenladen. Ähm, Ich denke mal, dass die ITA nur die Zeit zeigen wird, und da geht es ja auch nur darum, um Marktanteile zu behalten, weil man Angst hat, dass andere kommen und seine Marktmacht positioniert. Aber so einfach scheint es ja in Italien nicht zu laufen. Da bin ich mal gespannt, wie es ist, wenn man die 40% hat, ob man das alles dann so schmus hat, weil der Italiener im Allgemeinen, aber auch im Besonderen ein sehr stolzer Mensch ist und sich gerade von dem Teutonen nicht unbedingt erklären lassen will, wie die Welt funktioniert. Da sind die Schweizer und auch die Österreicher etwas devoter. Also wenn aus Frankfurt jemand in Wien oder in Zürich antippelt, dann ist man da etwas empfänglicher als in Rom. Ich bin da mal gespannt, was da passiert, würde ich so sagen. Oder wie sieht Absolut, Wien total. das? Oder wie siehst du das in Wien, Hirsa? Ja, ich glaube einfach, die Österreicher sind ein bisschen näher den Deutschen von der Mentalität her. Und so wie du sagst, die Italiener lassen sich ungern was sagen und schon gar nicht von Deutschen, glaube ich. Da hast du sicher recht. Wir sehen das ja an Tirol, was das ja in Österreich für viel Späßchen besorgt. Die Mentalitäten der verschiedenen Länder sind ja immer interessant. Ja, also ich find das nicht schlecht. Also ich finde das cool, dass es so ist. Aber ich finde immer halt, einem deutschen Wesen zu genesen, ist halt problematisch. Um es mal problematisch. Was ich total witzig finde, ist, es war jetzt auch erst kürzlich irgendwie in Amerika, du kannst es, glaube ich, besser erzählen. Ich weiß nicht, ob es JetBlue und American ist, die sich da zusammenschließen wollten oder zumindest die Allianz gründen. Korrigiere mich, wenn es falsch ist. Ich bin ja nicht ganz im Bilde. Und das dann vom Gericht gekippt worden ist, ja. Und hier in Europa kauft die Lufthansa eine Airline nach der anderen. Ich meine, da ist ja auch schon wirklich eine absolute Marktmacht, die Lufthansa da hat. Ne? Das darf man nicht vergessen, was sich da wirklich auch aufbauscht. Und da muss man die Lufthansa loben. Da haben die sich echt ein geniales und gutes Konstrukt selbst gebaut. Aber ich glaube, auf lange Sicht kann das natürlich auch für Passagiere Nachteile haben auch. Ne? Preislich, sag ich jetzt mal, wenn du die Macht hast. Ja, das war ja bei JetBlue und bei American genau der Fall. Oder die andere Geschichte ist, dass die Finnair 330er 2 Stück nach Asien bringt. Finnair hat ja eine Basis in Asien, irgendwo, ich meine Singapur oder Bangkok, ich glaube Ja, Bangkok ist es. ja. Und da fliegen die Bangkok, Sydney, Singapur, Sydney mit den 330er mit Finnish beredet für 2,5 Jahre, glaube ich. Und dann geht aus dem Wet Lease, wird es ein Dry Lease, nochmal für 2,5 Jahre. Und die australische Gewerkschaft sagt, nö, so geht das nicht. Ich meine, das heißt, sie machen für 2 Flugzeuge richtig Stress. Und das ist genau das Problem. Das während den Anfängen, und das ist halt immer das Problem, dass man bei der Cityline hatte man das Problem, da musste man sich dem unterordnen. Jetzt hat man diese Cityline 2 oder CityJet, wie die Bude in München heißt.
Das ist alles eine große Wichse und bringt Komplexität mit den AOCs. Und ich weiß gar nicht, ob man wirklich so viel spart, weil wenn wir uns jetzt mal angucken, die Cityline kostet ja jetzt fast genauso viel wie die Lufthansa. Das heißt, die Ersparnis, da kannst du es auch wieder einbürgern. Da kannst du auch wieder Mainline draus machen. Und das ist doch das Riesenproblem, was da einfach ist bei den Konzernen, dass die heute gehen sie in die Richtung, dann machen sie es wieder andersrum, gehen in die Richtung. So wie Carsten Speuer sagte, wir wollen jetzt wieder In-house, das heißt also nach dem Outsourcing kommt wieder Insourcing. Ja, total, da gebe ich dir recht. Das ist übrigens auch für einen Mitarbeiter echt sehr, sehr schwierig. Wenn du jetzt von der einen Konzerngesellschaft in die andere Konzerngesellschaft wechseln willst. Als Beispiel, keine Ahnung, der Eurowings Flugbegleiterin möchte zur Mainline wechseln. Dann hast du in der Regel, musst du deinen Arbeitsvertrag kündigen, musst dich komplett neu bewerben, hast wieder eine Probezeit. Das sind so Sachen, wo ich mir denke, man könnte das Ganze auch einfacher gestalten, könnte sich so Ausbildungszeiten sparen, Ressourcen sparen, Recruiting-Maßnahmen sparen. Und ja, weiß ich nicht. Also, wofür hast du denn eine Group und so einen Konzern? Ne? Da könnte man dann auch so Symbiosen miteinander nutzen. Ne? Aber ja. Ja, das geht dann nicht, weil man dürfte ja quasi mit dem AOC gar nicht fliegen. Das heißt also, wenn du Cabin Crew bei Lufthansa bist, darfst du ja bei Eurowings nicht einmal eben einspringen, um da mal was zu helfen, außer der Reihe. Das ist ja, glaube ich, dann auch Nee, mal sehr nee, aufregend. genau, das ist richtig. Ich meine jetzt, es gibt ja Stellen, normale Stellen, und wenn sich jetzt ein Konzernmitarbeiter bewerben will, dann kann er das tun, muss aber genau den gleichen Weg gehen wie ein Fußgänger. Also auch Arbeitsvertrag kündigen, sich neu bewerben, Probezeit, und das finde ich halt ein bisschen unfair, wenn du schon vorher jahrelang im Konzern gearbeitet hast. Ja, besonders für die Seniorität ist das natürlich ein Quatsch. Du hast ja das angeeignet und damit quasi deine Rechte aufgebaut und dann hast du halt damit dann wieder einen Nuller. Oder es gibt Genau. halt von der Gewerkschaft halt, wenn sie unbedingt Leute brauchen, dann kriegt man ja auch teilweise die Möglichkeit, dass man die Seniorität mitnehmen kann. Was ja komischerweise bei den ganzen Bürohengsten ja kein Problem ist, aber bei Fliegenden ist das ein Problem. Also wenn man sieht, dass die Leute, ich möchte keine Namen nennen, von der Lufthansa aus Frankfurt nach Zürich gehen, von Zürich wieder nach Frankfurt, von Frankfurt nach Wien, dann gehen sie nach Brussels, dann sind sie wieder in Frankfurt und komischerweise haben sie genau die gleiche Seniorität, als ob sie nie die Lufthansa verlassen hätten. Da muss ich tatsächlich sagen, da unterscheidet man. Es gibt einmal die Firmenseniorität, die Firmenzugehörigkeit, die wird mitgenommen. Deine Konzernseniorität, die behältst du immer. Das sind so Sachen wie Berechnung von Krankengeld, Kündigungsfristen, ID-Fliegen, die behältst du immer, wenn du auch zu einer anderen Gesellschaft wechselst innerhalb des Konzerns. Deine fliegerische Seniorität allerdings, die verlierst du jedes Mal. Und das finde ich halt sehr unfair. Weil ist ja dann auch im Übrigen so, dass du gehaltstechnisch jedes Mal wieder in Stufe 1 anfängst. Ja, das ist absolut schwierig in meinen Augen, dass das so gehandhabt wird. Aber lass uns doch mal was Schönes besprechen, und zwar die Sprinter. Oh, ist Hirsa hin. Hirsa ist weg. Die Sprinter gehen zur Austrian, und zwar auch mit der Austrian beglückenden, wie soll man denn sagen? Soll man dann sagen, ja, wie heißt denn das eigentlich? Das sind ja Hainan. Ist das Austrian oder ist das Haia Ja, Austro oder also im Prinzip werden ja die Kissen, ich sage jetzt mal plump, die Kissen ausgetauscht. ja, aber nee, genau so ist es. Der Österreicher würde sagen, das Polster. Ja, ja, ich sag immer, eine schlechte 787 ist vielleicht, oder eine 787 in anderen Farben ist immer noch ein Upgrade zu einer alten 767, würde ich jetzt mal sagen. Ja, also ich finde das schade, dass man da nicht halt jetzt die neue Austrian Allegris, die man ja dann vielleicht Servus nennt oder so. Aber hey, who cares? Also Freude ist da, dass das gemacht wird. Dann haben wir noch ein Thema, was dich wahrscheinlich auch betrifft als Cabin Crew. Und zwar ist das der Ballon. Ich weiß nicht, hast du das gesehen?
das Video, wo der Ballon mit Feuerwerkskörpern neben der zu betankenden Embraer gelandet ist, erstmal auf dem Flieger, dann runter und dann das Feuerwerk explodiert ist. Ich meine, da fällt ja nichts Also zu nicht ein. Ne? richtig. Also so ganz habe ich das Video noch nicht gesehen, um ehrlich zu sein. Nur einen ganz, ganz kleinen Ausschnitt. Ich weiß nicht, hast du das? Ja, das haben wir gehabt. Ich habe es mal gezeigt. Ich könnte jetzt mal gucken, ob ich es zeigen kann. Warte, ich guck mal. Choose Ich habe das File. iPad parallel nämlich laufen. Nee, ich glaube, ich Ja, aber muss mal trotzdem gucken, ob es da. schon- Warte mal, ich mache mal kurz an. Komm. Ô, Oliveira. Pessoal, consegue dar um jeito de iniciar o Fortaleza aqui naquele espaço? A folha tá carregando. Meu Deus, gente, tá explodindo, tá pegando fogo explodindo. Krass. Ja, das ist krass. Also du hast ja die Feuerwerkskörper gehört und das war aufgenommen von innen. Das heißt also, das ist aus dem Terminal aufgenommen worden und ich meine, da wird dir das Herz in die Hose rutschen. Stell dir mal vor, du stehst hinten an deiner Tür und du hast dann auf einmal den Feuerwerkskörper, der an dir vorbei zwitschert und macht dann Bang Bang, dann gehst du ja direkt auf Feuerstation. Total, also da kann ich euch auf jeden Fall sagen, da wäre jetzt die Kabinenbesatzung und auch die Cockpitbesatzung alerted gewesen. Dort hätte es dann eine Attention Crew on Station gegeben. Das ist bei den meisten Airlines einheitlich, sodass die Crews quasi auf eine Evakuierung vorbereitet wären, weil das ist richtig heftig, weil wenn da was in die Luft geht oder irgendwie ein Tank oder irgendwas getroffen wird, Gnade dir Gott, da ist dann aber richtiges Feuerwerk. Da sag ich dir. Da brennt der Baum. Ist das nicht so eine Redewendung? Ja, ich habe dir die Bilder geschickt aus dem Stadion heute. Das ist auch ein Feuerball, das sag ich dir. Ja, da war auch So Pyro ähnlich. am Start, deshalb. Ja, also katastrophal, aber gut, dass wir dann. Übrigens, das ist der Moment, wo ihr noch liken könnt. Wir sind jetzt gerade über eine Stunde. Ihr solltet jetzt wirklich liken und ich danke den 23 Leuten, die hier knallhart durchhalten, uns zuschauen. Immer schön ein Like geben. Freddy, du kannst den Beitrag auch selber liken, wenn du das auf dem iPad schaust. Habe ich gerade gemacht, erledigt. Ich habe eigentlich nur die wegen den Kommentaren hier nebenbei. Ja, auf jeden Fall, ja, krasse Nummer. Dann, was ja auch immer ein Thema ist, ist ja das Wi-Fi. Und da ist es doch so, dass man sagen muss, ja, schwierig, dass Wi-Fi im Flugzeug nicht kostenfrei ist, weil es doch eigentlich ein Grundrecht, zumindest für Messenger und so weiter. Ja, also ich bin mittlerweile leider, muss ich ja sagen, so ein Handysuchti. Also das ist für mich wirklich die Qual, wenn ich kein Internet habe. Und ich finde, umso ärgerlicher finde ich es, dass in vielen oder in den meisten Neos noch nicht mal das Angebot gibt für Internet, weil es einfach mittlerweile eine Grundsache, ein Grundbedürfnis ja schon fast ist. Und ich glaube, du willst darauf hinaus, dass Emirates kostenfreies anbietet, finde ich eine total geile Sache und ich spreche jetzt hier mal aus wirklich Kundensicht. Wenn ich die Wahl habe zwischen Airline A und B und Airline B hat kostenfreies Internet an Bord und der Preis ist minimal höher, ich würde sofort zu Airline B mit dem kostenfreien Internet gehen. Ab sofort. Das ist für mich ein Riesenpunkt. Air Baltic hat auch kostenloses Internet. Starlink. Geil. Geile Sache. Also das ist schon krass und also ich denke zumindest, dass Facebook und so ein Quatsch sollte kostenfrei sein, weil es halt wirklich, was willst du denn machen? Du hast ja noch nicht mal ein Entertainment-System an Bord in so einer dusseligen 320er Serie und damit fliegst du halt bis Israel und so weiter. Also das heißt, wenn du noch nicht mal Entertainment-System hast, aber Premium bezahlst, aber wie du schon sagtest, dann hast du wahrscheinlich so eine Neo-Klitsche, die halt aus Gewichtsgründen, weil sie halt schwanzlastig ist, hast du halt keine Satellitenschüssel drin. Ne?
Wobei da komischerweise habe ich von einem Techniker mir sagen lassen, Achtung, ist ja immer Hörensagen, also es ist nicht verifiziert, ob es stimmt, ja, ganz wichtig, Disclaimer, dass man es zwar hätte zukaufen können ab Werk, es aber nicht gemacht wurde und man es jetzt nachrüsten möchte, auch für die Neos und da jetzt wohl irgendwann bald mal was kommen soll, bin ich mal gespannt, aber wie gesagt, Hörensagen, Disclaimer ist nicht verifiziert. Ich würde es sehr begrüßen. Ja, weil irgendwie die Lösung, die man draufgebaut hat, waren, glaube ich, die gebrauchten Dinger, die man hatte. Und dadurch ist das Problem entstanden, dass zum Beispiel ein Jahr mit dem Schwanz nach hinten runtergegangen ist in Genf von der Swiss. Also, dass das dann quasi. Genau. Ja, ich meine, gerade, du hast es angesprochen, wenn du längere Flüge hast und Lufthansa hat ja viele Business People an Bord, zumindest E-Mails checken und schreiben und das verbraucht ja jetzt nicht sehr viel an Internet. Wäre schon ein Riesen-Benefit, dass du die Zeit auch wirklich sinnvoll nutzen kannst, auf jeden Fall. Gut. Dann lass uns das letzte Thema mit der Frage des Tages kombinieren. Und zwar, hast du von dem Airbus Safety Promotion Center gehört? Wusstest du, dass es das gibt? Ist es etwas, was du noch nicht wusstest, dass es das... Ups, wo ist er hin? Da sind beide wieder weg. Irgendwie falsche Taste gedrückt, da sind sie wieder. Dass es so ein Airbus Safety Promotion Center gibt? Wusste ich nicht, habe ich in deinem Video gelernt und finde ich tatsächlich eine sehr gute und sehr coole Sache und spricht wieder mal für Airbus. Dann sollten wir natürlich die Frage des Tages nochmal bearbeiten und von euch beantworten lassen. Und zwar besteht Interesse, dass wir da mal gemeinsam einen Ausflug hinmachen, dass wir mit der Lufthansa zum Beispiel nach Toulouse fliegen und uns das in Toulouse anschauen beim Safety Promotion Center und mal gucken, ob wir dort quasi was über Safety und über Promotion und über Center lernen. Da kommentieren unten eure Kommentare. Und dann sind wir auch schon direkt bei 1 Stunde 6 Minuten 36. Und zwar, da ist es so, dass wir eure Fragen jetzt beantworten. Ne? Freddy, wollen wir das machen? Machen wir, würde ich sagen. Ja, deshalb. Gut, dann geht das mit der ersten Frage los. Hallo Frank, Grüße nach Bremen. Das ist ja keine Frage, Bremen ist ja einfach nur ein Zustand. Hallo Thomas, hallo Roland, Grüße nach Salzburg. Sven grüßt die Narren. Ich weiß nicht, wer sich da angesprochen fühlt, der kann ja hier schreien. Und wer sich angesprochen fühlt und nicht angesprochen fühlt, sollte ein Like jetzt geben. Hallo Ronny, Pete from Downtown, direkt aus dem Stadion. Yeah, Freddy am Start. Freddy trägt ein cooles T-Shirt, also Trikot hat er geschrieben, ich habe T-Shirt gesagt. Oder wie der Österreicher sagt, Leiberl. Danke. Dann haben wir Frank, der zur Frage des Tages gesagt hat, wenn das SPC ein PU in Toulouse ist, bin ich dabei, ansonsten nein, danke. Was will uns der Teilnehmer sagen? Ein PU ist ein PU? Kann ich jetzt nicht sagen. Weiß nicht. Da brauchen wir von dir, Frank, nochmal eine kurze Hilfestellung. Wir sind etwas verwirrt. Stadtbär, Hallöchen, Grüße nach Franken. Und Stadtbär möchte mitkommen, aber erst im nächsten Jahr. Thomas schreibt, die 747 ist halt hohe Ingenieurskunst aus den 60er. Respekt, da können sich die heutigen Boeing-Jungs ein Beispiel dran nehmen. Total, kann ich nur zustimmen. Dann Roland schickt eine Frage. Was ist, wenn ich kein Smartphone habe, es nicht funktioniert, Internet am Flughafen in Jeddah funktioniert nie? Dann kriegst du eine Bordkarte. Für solche Zwecke wird Bordkarte ausgedruckt. Keine Angst, du musst nicht in Jeddah bleiben. Wobei aber in Jeddah wahrscheinlich das Internet besser funktioniert als sonst wo in Deutschland. Traurig, aber wahr. Ja. Frank sagt, zu der Erfahrung, die Freddy gemacht hat, kann ich nur eins sagen, solange am Gate kein LH-Personal arbeitet, wird sich die Qualität nicht verbessern. Ja, gebe ich ihm recht, total. Allerdings war es tatsächlich in Frankfurt Lufthansa eigenes Personal. Ich weiß nicht, vielleicht war die Dame einfach neu oder verwirrt selber oder keine Ahnung. Aber ich habe ihr dann einfach gesagt, gute Dame, ich kriege die Bordkarte doch nur durchs Einchecken. Anders kann ich die Bordkarte nicht kriegen.
Und mit der bin ich ja auch schon durch die SIKO gegangen, durch die neue SIKO in Frankfurt im Übrigen. Und die hat ja funktioniert, also ja. Das glaubst aber auch nur du, dass du die Bordkarte gekriegt hast, weil du dich eingecheckt hast. Ähm, Das ist, naja, nun gut. Die 380, wenn die 350 1000 gekommen sind, wird die 380 langsam ausgeflottet. Jo. Ja. Tore sagt, halte mich immer an die 2 Gepäckstücke. Vielleicht das Gewicht ist was sehr hoch, aber bei Rimowa schwer einzuhalten. Ja, kann ich auch nur zustimmen. Wie gesagt, ich glaube, das Gewicht ist nicht das Problem, sondern eher die Anzahl und die Masse des Handgepäcks. Ich sage mal, solange es unter den Vordersitz passt, ist alles gut. Matthias hat geschrieben, Nettogewicht wäre okay, der Rimowa ist leer, hatten wir schon beantwortet, weil es genau in dem Moment kam, wo wir darüber geredet haben, passte sehr gut. Roland schreibt, trotz toller Handgepäcksregelung bei British Airways hatte ich noch nie überfüllte Ablagefächer gesehen, wie zum Beispiel bei TK. Grund, die zweite Tasche wohl 23 Kilo, aber muss unter den Sitz passen. Maße sollten stimmen. Ja, wobei bei Air India habe ich ja auch schon Hühner an Bord gehabt, also lebend. Quasi. Also, ja. Und alle, die da Little Britain geguckt haben, Come Fly With Me, wissen ja, dass man auch Babys in die Bin legen kann. Das habe ich auch schon erlebt. Aber im echten Leben. Ja, im echten Leben, dass ein Baby in den Bin gelegt wurde, habe ich schon erlebt. Oh, Hirsa ist wieder leider weg. Vielleicht kommt sie gleich wieder. Thomas, Qatar Airways hat eigene Handgepäcksregeln. Jede Fluggesellschaft hat eigene Handgepäcksregeln. Das ist so üblich. Ich habe die aber jetzt leider nicht im Kopf. Als Platinum hatte ich da nie Probleme. Ich müsste im nächsten Jahr 50 Flüge machen, Continental, das wird ja schwer, mal schauen. Es geht sich da, glaube ich, um den Zen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Dann, genau, Tore schreibt auch für den Zen. Als Zen kann ich alle Sitze kostenlos buchen, außer im Light-Tarif, aber würde nie Light buchen. Nee, ab einem gewissen Alter hat man auch Gewicht, da kann man nicht mehr Light fliegen. Dann, wer einen reinen Eurowings auf der LH-Seite bucht, ist selber schuld. Nein, da muss ich Sven jetzt widersprechen, weil der einzige Vorteil des Buchens eines Eurowings-Tickets auf der LH-Seite ist, dass man im Fall eines Falles sich bei LH an den Support wenden kann und nicht bei Eurowings. Aber es gibt für alle Horn-Circle da draußen einen Tipp. Kauft euch ein Eurowings-Ticket, wenn ihr ein Problem mit Eurowings habt. Ruft beim Horn-Circle-Team an und das Horn-Circle-Team verbindet euch sofort ohne Wartezeit zur Eurowings und gibt euch jemanden dran, der kompetent ist, weil es gibt dann nochmal ein VIP-Team oder Leute zumindest, die wissen, worum es geht bei der Eurowings und mit denen müsst ihr dann Vorlieb nehmen, aber die lösen das Problem. Und wenn dann die Ansage vom Horn-Circle-Team kommt, das ist ein Horn, sind die sowieso sehr hilfsbereit. Ja. Ich meine, er ging jetzt, das war ja die Thematik, wo ich sagte, es kann doch nicht sein, dass wenn du über LH buchst, einen Eurowings-Flug buchst, dort andere Steuern und Gebühren zahlen sollst, als über Eurowings selber. Ich meine, das ist ja grundsätzlich, also das kann es ja eigentlich nicht sein, ne? Weil das muss ja alles einheitlich sein und kann ja nicht sein, dass wenn du über Eurowings buchst, du für deinen Flug dann, weiß ich nicht, dass du dir dann, weiß ich nicht, 50 Euro zurückerstatten lassen kannst nur und bei Lufthansa kannst du dir 150 Euro Steuern und Gebühren zurück erstatten lassen, weil die sind ist bei Lufthansa auch nicht so. Ja, es war jetzt optimistisch formuliert. Optimistisch formuliert. Du weißt, wie ich das meinte. Ja, genau. Natürlich. So, Thomas, aber bei Flugausfall von Eurowings muss LH liefern, oder? Nö, Eurowings. Also wenn das Ticket auf Eurowings ausgestellt ist, muss Eurowings. Und wenn es ein LH-Ticket ist, kann man sich bei LH melden und die kümmern sich drum. Hat aber auch den Hintergrund, weil man natürlich bei Eurowings ein anderes Buchungssystem hat als bei Lufthansa. Bei Eurowings Discover hat man bei beiden ja Amadeus. Da geht es, aber es ging auch für die Eurowings-Leute eigentlich gar nicht. Das ist das Problem. So, Roland hat bei 3 Starlines-Gesellschaften Goldstatus, bei LH jedoch nur die Miles & More Kreditkarte und sein Trolley hat immer über 12 Kilogramm, habe aber auch nicht viel drin. So um 2010 rum musste man auch bei TK den Laptop in das Check-in-Gepäck bei Flügen in die USA und Great Britain. Ja genau, das war ja die Zeit, ich weiß gar nicht warum, aber das war halt da musste ein Spezialcontainer gemacht werden. Das war also ein riesen Drama.
Dann sagt er weiter, die meisten Österreicher ärgern sich, wenn der Oberste von der Auer oder der ÖBB ein Deutscher ist. In dem Fall ist es ja Annette Mann und sie ist Deutsche, wenn ich das richtig im Kopf habe. Jo. City Airlines heißt die Bude, so ist das richtig. Ich nenne es dann aber einfach nur Cityline 2.0. Thomas macht ein bisschen Geschichte. Italien hat schon einmal zum Heiligen Römischen Reich deutscher Nation gehört. Das hat wohl den Italienern gereicht. Ja, sie haben halt ihre Konsequenzen gezogen. Ich bin mal gespannt, was aus der Dolomiti dann wird. Zubringer vor Alitalia. Und dann werden sie irgendwann Alitalia. Roland, Ausnahme, wenn der einer aus Bayern wäre, dann geht's noch. Polster ist männlich, nicht sachlich. Ach so, das heißt der Polster. Aber ich weiß, Toni Polster heißt er doch, der Österreicher, oder? Du kennst dich beim Fußball aus, glaube ich. Ach, Polster? Ich kenne nur Polter. Aber bei der Fortuna heißt einer Polster. Tilo Polster, unser Pressesprecher. Sehr sympathischer Mann. Toni Polster, österreichischer Fußballspieler, geboren am 10. März 1964. Ist jetzt Professional Football Coach. War bis 99 bei Borussia Mönchengladbach, bis 98 beim FC Köln. Ui. Sag mal, ich bin froh, dass ich mal einen kenne und dann das. Es tut mir leid. Dann gibt es noch eine intime Frage. War heute ein Spiel Freddy gegen Mario, Düsseldorf gegen Hannover? Kommt der Mario aus Hannover? Ja, Goslar, das gehört irgendwie zum Herzogtum Hannover, glaube ich. Umso bedauerlicher, dass er nicht anwesend war. Ja, aber dafür war das Essen lecker, ne? Ah, sensationell. Lecker. Und wie war der Spielautomat? Da waren ja auch Spielautomaten wahrscheinlich und sowas, ne? Stimmt, ja, tatsächlich. Woher weißt du das? Warst du schon mal in der Loge da, oder was? Nee, aber bei dem Sponsor würde ich mir das nicht nur wünschen, sondern auch voraussetzen. Aber wir dürfen da nicht ins Detail gehen. Lass uns da jetzt nicht... So, Sven sagt, wenn es kein Entertainment-System gibt, dann sollten die Leute ein Buch lesen. Verdammt mich normal. Nee, normal. Kann man ja gar nicht aussprechen. Ich kann ja nicht mal richtig lesen, was Sven schreibt. Warum soll ich dann ein Buch lesen? Vor allen Dingen, ich bin ja auch nicht so alt. Was ist ein Buch? Nein, wer ist ein Buch? Ah, okay. Wer ist ein Buch? Ja, guten Appetit. So, dann schreibt Freddy, die Kurve des Westens, Toulouse, da wäre ich sofort dabei. Ausrufezeichen Smiley. Was wollen wir dazu sagen, Freddy? Toulouse, wir fahren nach Toulouse. Hurra. Thomas schreibt natürlich direkt die Flugnummer. Das ist ja auch eine lustige Nummer, 4 mal die 2. Frank sagt Puff natürlich. Er meinte Puff. Puff. Ah, wenn das SPC ein Puff in Toulouse ist, bin ich dabei. Ansonsten nein, danke. Okay. Ja, das weiß ich jetzt nicht. Also Freddy, aber hey, Tinder wird dir wahrscheinlich da weiterhelfen oder Grindr, je nachdem welcher politischen Couleur du angehörst. Ich glaube, das geht dann nach Politik, wenn man dann nimmt, ne? Keine Ahnung, ja, keine Ahnung. Keine Ahnung, wir wissen das alle nicht. Yannick Lauterbach schreibt, Abend, kommt es dazu, dass der Service zwischen Hin- und Rückflug sich in Punkten wie Kissen oder frisch gepresstem O-Saft und normalem O-Saft manchmal unterscheidet? Business Class, Klammer auf, Klammer zu. Ja, jetzt muss ich selber nochmal lesen. Wie kommt es jetzt zu? Ist es schon sich in Punkten? Auf dem Hinflug, den frisch gepressten O-Saft bei Lufthansa Business Class gibt es tatsächlich nur auf frühen Flügen, komischerweise, bis zu einer gewissen Uhrzeit. Und ab der Mittagszeit wird halt kein frisch gepresster mehr geliefert, sondern dann nur noch der im Tetrapack. Aber der frisch gepresst ist wirklich frisch gepresst und schmeckt sehr lecker. Kommt von glücklichen Orangen, so wie Valensina, 24 Monate am Baum gereift oder wie das da hieß. Ich glaube, deshalb ist Valensina auch pleite gegangen.
Oh, warte, aber ich habe auch das Gefühl, es liegt ja nicht daran an der Uhrzeit, sondern es liegt daran, die Verfügbarkeit einfach. Das heißt also, ab irgendwann ist der O-Saft ja auch einfach alle. Ach so, ja, genau. Aber bis zu einer gewissen Uhrzeit des Tages wird der frisch noch mit beliefert, das meinte ich. Ja, aber auch wenn du auf dem Hinflug den hast, aber im Rückflug schon nicht mehr, dann ist das so, weil der vom Hinflug, der für den Rückflug genommen wurde. Genau, richtig, genau. Ist wie Das beim ist Shampoos, wenn es mal welchen geben sollte. Ja, da gilt schnell sein. Genau, du hast vorher das Polster gesagt für das Wort das Kissen. Und, ja, Grammatik, kommen wir nicht mit Grammatik, Mensch. Wir labern hier schon seit 1 Stunde 20. Aber Thomas macht nur einen Service. Freddy, Leverkusen gegen VfL Bochum 2.0. Danke. Ich bin up to date. Aber ich danke dir. Ja, das... Aber, Ist das wichtig? Danke. Nee, für mich jetzt nicht. Mittlerweile nicht, aktuell. Nee. Okay. Das sind 2 Vereine, die sind in der ersten Liga direkt neben uns, aber niveautechnisch ganz weit unter uns. Ja, Ansichtssache, ich weiß. Ich bin kein Fußballfan, deshalb war ich ganz froh, dass ich Toni Polster kannte. Yannick schreibt, waren beides frühe Flüge. Ja, muss wirklich loben, den frisch gepressten. Wir müssen euch loben dafür, dass ihr 1 Stunde 20 Minuten durchgehalten habt. Immerhin immer noch 20 Leute, die sich das ganze Thema hier antun. Dafür bedanke ich mich. Ich bedanke mich bei Freddy für seine Zeit. Er wollte eigentlich was anderes nicht nur tun, sondern auch machen. Und an dieser Stelle sehen wir uns dann morgen wieder in Alter und in Frische. Und an dieser Stelle nochmal Grüße an Mario, wenn du das schaust. Ich hoffe, es war lecker, das Essen, was du hattest. Du musstest ja quasi gezwungenermaßen irgendwo hin. Also. Genau. Ein ganz großes Herz geht raus. La Fansa bleibt. Ah, stimmt, ja genau. Für Lafansa mache ich das. Bisschen niedriger, muss ein bisschen, damit es an der Kamera bleibt. Ja, genau so. Ja, genau so. Und du kannst das natürlich auch so machen, straight from my heart to your heart. So quasi so. Ah, genau. Mit dem Fortuna-Logo noch. Ohne Ja, und dann also, Hintergrund natürlich. Ja, und wichtig ist die Handbewegung. From my heart to your heart. Oder wenn du das ganz pathetisch machen willst, from my heart to your family. Ich habe das mal gesehen, ich weiß gar nicht mehr wo. Bevor wir die letzten Zuschauer noch vergraulen, sagen wir einfach Danke und geben an dieser Stelle auch wirklich auf. Also danke euch, bis dann, bis morgen. Ciao. Wieder eine frisch gepresste O-Saft-Folge.